So, und das ging ja dann auch noch weiter, Robin. Da redete Scholz noch davon, ich gebe das jetzt paraphrasiert wieder, dass Lindner quasi riskiere, das Land anzuzünden mit seinem Verhalten. Wie siehst du das? Ist das jetzt schon Wahlkampf und normal in der Politik, wo es auch mal hart zugeht, oder ist das einfach nur noch mieses Nachtreten? Es geht da um wirklich wichtige Dinge. Und diese Menschen haben bis auch zur persönlichen Erschöpfung miteinander gerungen. Und das ist ja auseinandergegangen, weil sie tatsächlich fundamental andere Meinungen haben. Und dass wir diese Meinungen jetzt sehen, das gehört zur Demokratie dazu. Das finde ich gar nicht schlimm. Christian Lindner aber hat sich zumindest angefasst gezeigt heute in seinem Statement und hat dabei auch noch mal an guten Stil erinnert oder das vielmehr angemahnt. Und er wolle sich nicht auf dieses Niveau herablassen. Ist er denn besser unterwegs? Ja, was hat er denn gedacht, dass er, wenn er eine Regierung verlässt, dass die ihm Blumensträuße... Er sagt, er ist entlassen worden. Er wollte ja nicht. Naja, aber also ich finde, es ist doch deutlich, dass da zwei Männer eine komplett unterschiedliche Sicht auf die Dinge haben und die nicht mehr zusammenbekommen haben. Und diese Unterschiede müssen jetzt rausgearbeitet werden. Und Olaf Scholz sagt, wir müssen die Ukraine unterstützen, aber wir dürfen das nicht woanders einsparen. Weil sonst wählen die Leute die Extreme. Und Christian Lindner sagt, wir müssen die Ukraine unterstützen, aber wir können das einsparen. Und Scholz will nur nicht. Das sind zwei unterschiedliche politische Sichten. Und die dürfen in aller Klarheit dargestellt werden und auch in aller Härte. Und wir als Wähler müssen dann entscheiden, wem wir beim nächsten Mal vertrauen. Und das ist ja auch ein Kampf um die Interpretation der Ereignisse. Und was glaubst du, welche Erklärung wird sich am Ende durchsetzen? Die von Scholz oder die von Lindner? Na, das hängt davon ab, wer sie hört. Also wir müssen uns ja in der Demokratie nicht alle einer Meinung sein. Es wird hinterher eine Mehrheit geben und bei uns werden Mehrheiten in Koalitionen gefunden. So, und Scholz hat gestern Abend seinen Punkt sehr deutlich gemacht, überraschend deutlich, weil wir immer gesagt haben, Mensch, der Kanzler, der ist gar nicht erkennbar. Gestern war er erkennbar. Lindner setzt seine Erzählung dagegen. Wir werden auch noch die von Friedrich Merz und Robert Habeck hören. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, das ist Demokratie, das ist völlig in Ordnung. Und trotz all dieser fiesen Worte, die da geflogen sind, hat ja Christian Lindner gesagt, na ja, also man werde, wenn es jetzt eine Minderheitenregierung tatsächlich geben sollte, werde man bei Beschlüssen, bei guten Projekten mit der Koalition stimmen. Aber was kann das denn sein, außer eben dieser Abmilderung der kalten Progression? Ja, aber das zum Beispiel wäre doch interessant, das wird die FDP kaum schaffen, dagegen zu stimmen, weil es ja ihr Lieblingsprojekt war. Übrigens sehr zu Recht. Nur das ist natürlich der Preis. Ich meine, er ist jetzt raus, er ist nicht mehr in der Verantwortung. Aber er kann auch nicht mehr gestalten. Das heißt, Scholz wird sich vielleicht mit Friedrich Merz einigen und dann kann die FDP sehen, ob sie die Hand hebt oder nicht. Das ist der Preis. Wenn wir jetzt noch mal schauen auf diese Situation im Schloss Bellevue, eben wo ja die FDP-Minister ihre Entlassungskunde erhalten haben. Und dann haben auch einige neue Minister ihre Ernennung erhalten, unter anderem Volker Wissing, der ja aus der FDP austritt, in der Regierung bleibt und jetzt zusätzlich noch ein weiteres Ressort übernimmt, nämlich das Justizressort. Und dann standen da Christian Lindner und Volker Wissing nebeneinander. Heikle Situation. Ja, fast wie ein Theaterstück. Ich weiß nicht, ob es Shakespeare ist oder Heiner Müller, aber auch wie Scholz aussah, ne? Was für ein Gesichtsausdruck. Ja, aber das Interessante ist, in so einem Fall, dass Minister aus einer Regierung zurücktreten, die es noch weiter gibt, wird innerhalb der Regierung nachbesetzt. Deshalb, dass Wissing ein weiteres Ministerium übernimmt. Er war ja bisher ein FDP-Mann, jetzt nicht mehr, aber übernimmt jetzt das auch von der FDP bisher geführte Justizministerium. Das ist fast logisch. Interessant ist, dass das Finanzministerium nicht in einen anderen Minister geht, sondern einen bisherigen Staatssekretär. Herrn Cookies, den engsten Berater in Wirtschaftsdingen von Olaf Scholz. Und da hatten viele gedacht, das wäre doch was für Robert Habeck, den Wirtschaftsminister. Aber augenscheinlich vertraut Olaf Scholz seinem engsten Mitarbeiter mehr als Robert Habeck. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse in diesen Tagen, in diesen Stunden. Wird da sogar einem erfahrenen Politjournalisten hin und wieder mal schwindelig? Wir haben ja alle schon viel gesehen. Und auch bei Angela Merkel war nicht immer alles Gold. Aber ich habe eher so Momente, wo ich mir Sorgen mache. Weil gestern wählt die USA einen Präsidenten, wo man nicht weiß, ob er weiter die Ukraine unterstützen wird. Und heute sprengt sich unsere Regierung selbst in die Luft oder ein Teil unserer Regierung. Und ich glaube, dass die Menschen in der Ukraine, soweit sie das auf dem Schirm haben, sich Sorgen machen. Und ich fürchte, die machen sich zu Recht Sorgen. Robin Alexander war das stellvertretender Chefredakteur von Welt. Dankeschön, dass du bei uns warst. Gerne.